Kommt hier wieder dieses Dämonenviech? Das ist ja episch. So passiert das, wenn man mit dem Fahrrad durch den Wald geht übrigens. Meine Frau ärgert das immer. Ich habe halt immer das Problem, dass irgendwelche Dämonen vorbeikommen. Also ich kann nicht ohne Kollegen und dem Kragen rausgehen. Entschwinde, Dämon! Was geht denn bei dir? Hi! Mein Name ist Micha und ich bin tatsächlich Pastor. Willkommen zu einem Horrorspiel diesmal. Ihr habt die Grafik gerade schon kurz im Teaser gesehen. Es geht eher zurück in das Jahrzehnt der 80er. Das Spiel ist aber von 2019. Es ist ein Indie-Horrorspiel mit dem Namen Faith, also Glaube. Das Spiel muss ich natürlich spielen, das geht ja gar nicht anders. Auch wenn die Grafik katastrophal aussieht, ist die Grafik fantastisch für das, was das Spiel sein möchte. Das ist ein Horrorspiel, was fast noch intensiver ist als Exorcist VR. Und ihr wisst, dass ich das Spiel als eines der ersten auf diesem Kanal gespielt habe. Falls ihr das nicht wisst, verlinke ich es am Ende des Videos nochmal. Die Exorcist VR-Reihe war großartig und die hat mir wirklich Herzrasen beschert und ich habe euch ein bisschen davon erzählen können, warum ich als evangelischer Pfarrer nicht unbedingt an den klassischen Exorzismus in der Form glaube, wie ihn die römisch-katholische Kirche noch heute praktiziert. Aber warum spiele ich solche Spiele als evangelischer Pfarrer? Ich finde, gerade wenn Videospiele Themen nehmen, die so kontrovers sind und so im Prinzip nur popkulturell interessant sind, weil sie gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben, ist es sehr spannend, wenn die Grundlage, der Kern dieser gesamten Geschichte funktioniert ausschließlich über den christlichen Glauben. Wenn man nicht weiß, dass es den christlichen Glauben gibt, wenn man nicht weiß, dass da Exorzismen vorgenommen werden, wenn man nicht popkulturelles Wissen hat über diese Religion, dann kann man mit dem Spiel gar nichts anfangen. Und das Spannende ist, nicht die Religion, nicht die römisch-katholische Kirche, nicht die evangelisch-lutherische Kirche bestimmen, was popkulturelles Wissen wird heutzutage mehr, nicht wie im Mittelalter. Nein, das bestimmt natürlich Hollywood und diverse andere, ja ich sag mal große Player. Die Kirche ist leider einfach kein in dem Sinne großer popkultureller Player. Ich finde das super spannend zu schauen, wie sich das umgedreht hat und was wir als Kirche da wieder als Anschluss machen können. Da möchte ich einen kleinen Anteil haben. In diesem Spiel geht es darum, dass ein Pfarrer, wahrscheinlich römisch-katholisch, haha, weil der Vatikan seinen Weg nicht gut heißt, wird es ein Priester sein, einen fehlgeleiteten Exorzismus von vor wenigen Jahren mit seinem Kollegen, mit seinem erfahreneren Kollegen, noch einmal aufleben lassen muss, da dieser, wie gesagt, nicht funktioniert hat. Jetzt muss er nochmal zurück zu diesem Mädchen, was besessen worden ist, und da den Dämon austreiben in diesem kleinen, kurzen, ja, Horrorspiel, was mir wirklich Herzrasen bereitet hat. Also es ist echt hart. Wenn ihr zarte Nerven habt, könnt ihr gleich im Prinzip bis zum Ende spulen und die Moral von der Geschichte noch einmal hören. Deswegen hole ich jetzt auch so lange aus, damit das Spiel so ein bisschen so eine kleine Art Warnung hat, dass das Spiel nicht unbedingt was für zart beseitete Menschen ist. Ich habe euch gewarnt. In dem Sinne, viel Spaß bei dem Spiel. Das Spiel ist eine sehr simple Steuerung und sehr simple Grafik, wie man hört, und es hat für Elise also alles gewonnen. Und es hat endlich mal wieder damit zu tun, was ich so als Exorzist den lieben langen Tag mache. Ich bin blau und trage ein Polarhemd, immerhin. Wenn schon, dann mit Stil. Hast du es schon vergessen? Dieser Wald hat einen Verstand für sich selber. Wenn du verloren gehst, könntest du immer versuchen, dich zu erinnern daran, wo du gewesen bist. Drücke die Escape-Taste oder den Start-Button. Das ist ein guter Anfang. Sehr gut. Ich habe das hier als einzige Taste, Leertaste, stand in der Anleitung. Leertaste, ich kann ein Kreuz halten und dadurch kann ich offensichtlich auch, weiß nicht, Rehe verscheuchen. Ist doch schon mal auch was. Supper. Was das denn? Wieso sagt er, der redet mit mir? Was ist das denn für eine furchtbare dämonische Stimme? Krass. Stirb, du Brunnen. Supper. Aber wirklich was denn? You're invited. Du bist eingeladen. Komm und feiere mit Nate und Jasons 6. Birthday, Geburtstag. Am Samstag, den 3. Mai und so weiter und so weiter. Anleitung. Gehe nach rechts auf der 1338 Snake Meadow Hill Road und geh dann einfach den Brunnen weiter. Geradezu. Rechts sind wir abgebogen, den Brunnen gehen wir weiter. Kommt hier wieder dieses Dämonenviech?
Das ist ja episch. So passiert das, wenn man mit dem Fahrrad durch den Wald geht übrigens. Meine Frau ärgert das immer total, gerade weil sie Biologin ist. Weil meine Frau Biologin ist und eigentlich total gerne in der Natur spazieren geht, aber ich habe halt immer das Problem, it's locked. Ich habe halt immer das Problem, dass irgendwelche Dämonen vorbeikommen. Also ich kann nicht ohne Kullheimt und Kragen rausgehen. Dich hatte ich doch eben schon vertrieben. Entschwinde, Dämon! Was geht denn bei dir? Was muss man tun? Ich sollte nicht so weit weg von der Leertaste gehen. Ich muss ja alle... Ah, da war wieder. Furchtbar. Ach, die muss man gar nicht dämonisch vertreiben. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind. Das ist übrigens auch eine Sache, die auf wahrer Begebenheit basiert. Ich habe null Orientierungssinn. Setz mich im Wald aus und du wirst mich nie wiedersehen, wenn du mir keine Karte oder kein Google Maps gibst. Nie wieder. Hey, das kann man austreiben. Sehr gut. Bob. Die Kinder und ich vermissen dich mehr jeden Tag. Die Zwillinge und Amy haben angefangen, haben das nächste Schuljahr hier angefangen zu Hause. Amy fragt immer, wann sie dich mal wiedersehen wird, wann sie zu einer richtigen Schule gehen wird. Die machen Homeschool, jetzt verstehe ich. Ich denke, sie kriegt so langsam so ein bisschen hier so Einsamkeit in der Hütte. Die Zwillinge haben kein Problem mit sich selbst zu beschäftigen zeitlich. Gestern kamen sie mit ihren Händen in Blut bedeckt wieder rein. Ich denke, sie haben ein totes Reh gefunden und dachten, es wäre eine lustige Idee, das zu berühren. Ich denke, wir könnten ein Kojotenproblem haben, denn wenn ich rausgegangen bin mit dem, habe ich das tote Tier zwar gefunden, es war aber sehr, sehr, sehr ekelhaft. Alles ist nur einen Tag, nachdem die Zwillinge Geburtstag hatten. Ich kann nicht warten, bis du wieder zurückkommst. Und nein, die Zwillingsgeburtstagparty war schon. Ich dachte, da bin ich eingeladen. Aber das ist ja eh abgeschlossen, komme ich ja eh nicht hin. Könnt ihr leiser für Elise spielen? Man kann den Ton nicht regulieren. Das Spiel hat echt nicht so viele Features. Aber es ist herrlich. Vor allem die Stimmen sind groß. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter von hier an blind. Wenn ich immer weiter geradeaus gehe, worship me, bete mich an, sagt das Vieh. Habe ich das nicht schon mal ausgetrieben hier? Ja, habe ich schon. Jetzt drehe ich mich im Kreis wahrscheinlich, ne? Friedhof. Schreibt mal alles aus. Mr. Martin. Es hat länger gedauert als erwartet, bis wir die Markierung auf ihrem Grundstück setzen konnten, als einen historischen Friedhof. Unser Büro hat Schwierigkeiten gehabt, zu identifizieren, wer dort begraben worden ist. Die Gravierungen und Inskriptionen da auf den Grabsteinen sind in einer Sprache geschrieben, die wir nicht identifizieren können. Ich habe die Grabsteinabreibungen zu manchen von meinen Begleitern und Kollegen geschickt an der Universität in Connecticut. Ich werde mich bei Ihnen melden, wenn ich eine Antwort von Ihnen bekomme. Nur das Beste wünscht Daryl Henderson vom Bundesstaat Connecticut von der Historical Society. Okay, Mr. Martin ist ja offensichtlich Bob, der ist unterwegs. Und Bob hat einen Friedhof versucht. Hat einen Friedhof versucht, kenntlich zu machen als historisches Gut, Kulturgut. Aber niemand kann sagen, wann der Friedhof gebaut worden ist und wer dort beerdigt ist und warum hier eine Pfütze liegt. Dämonische Pfütze. Ich habe einige Menschen gefunden, die in den Wald spazieren gegangen sind, einfach so um das Haus letzte Woche. Nicht Kinder, nur normale Erwachsene. Sie haben mir gesagt, dass sie sich verlaufen haben, während sie wandern waren. Ich habe sie zurück auf die Straße geschickt. Das Ganze
macht irgendwie einen seltsamen Eindruck auf mich. Ich denke, ich sollte Bobs Gewehr aus dem Keller holen, aus dem Lager holen. Bob hat also ein Gewehr. Hier war ich schon. So reden auch immer Dämonen zu mir. Ich halte ihnen mein Kreuz hin und die sagen, ich bring dich um, ich bring dich um, ich bring dich um. Dann halte ich mein Kreuz und dann so, Es ist immer das Gleiche mit diesen verdammten Dämonen im wahrsten Sinne. Wenn die doch nur wüssten. Ich habe nicht 9 Jahre Studium und Ausbildung gehabt, nur um mich hier im Wald überrumpeln zu lassen, weil ich kein Google Maps dabei hatte. Never! Das Spiel ist geil. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber das Spiel ist geil. Ich bin total cool. Ich bin total verwirrt, was das Spiel von mir möchte. Public Lecture by Carl James Osborne. Connecticut's Historical Connections, Connecticuts geschichtliche Verbindung zu Hexerei, Satanismus und dem Tiersystem. Am Mittwoch um 8 Uhr nachmittags. Ich hab den Eindruck, ich folge mal dem Reh. Das Reh weiß immer den Weg. Zum verdorrten Baum. Entschwinde, Dämon! Heute habe ich Amys Lieblingsbaum gesehen und der sieht aus, als würde er sterben. All die Nadeln fallen runter von ihm und die Rinde bröckelt auch ab. Ich denke, ich bin aufgeregter darüber, als Amy es ist. Sie ist total in ihre ehrenamtliche Arbeit okkupiert oder absorbiert in der Klinik. Ich denke, es ist gut so, dass sie etwas gefunden hat, wo sie sich so reinsteigern kann. Aber ich habe irgendwie seltsame Blicke von manchen anderen Frauen in meinem Buchclub gefunden. Kathy und ihre religiösen Freundinnen wollen nicht mal mehr zu mir reden. Weil? Mag Kathy keine Kliniken? Oh, ein Steinkreis, ein Steinkreis. Chaos herrscht. Nein? Lustige Sache, habe ich neulich eine Andacht über Witcher drüber geschrieben. Das Chaos ist der Ursprung vor der Schöpfung in der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Und in vielen Religionen ist das Chaos der Ursprungszustand, bevor Ordnung kam. Also im Prinzip das echte Böse ist eigentlich das Chaos. Und der Ordnungsbringer, also der Schöpfergott, hat das Ganze erst sortiert. Deswegen versuchen wir Menschen immer Chaos zu besiegen, was wir gar nicht schaffen können, weil das wäre ja gleichsam ein Schöpfungsakt. Also wir werden nie das Chaos komplett... Mortis. Das heißt übrigens tot. Das ist der Wartebildschirm, wenn so ein Viech in der Nähe ist. Hier. Ich habe jetzt rausgefunden, wo ich lang muss. Ich habe alles wieder gesammelt. Hier muss ich hin. Zumindest weiß ich nicht, aber hier war ich noch nicht. Dieses Martinshaus liegt ungefähr 130 Meter von der Snake Meadow Hill Road entfernt. Da ist eigentlich keine Möglichkeit, da lang zu kommen. Die Bäume, sie ist Jut, wahrscheinlich Just, ne? Gerade außerhalb der Mitte von einem... Jut out, okay. Die Bäume wachsen gerade aus einem Kiesweg heraus, der großenteils in Gras überwachsen ist schon. Es war schwierig zu finden, dieses Haus, besonders dadurch, dass es schon dunkel war, als wir angekommen sind. Vater Allred, was für ein Name. Allred sah aus, als würde er wissen, was er machen würde. Er fuhr einfach immer weiter geradeaus, bis wir an dem Haus angekommen sind. In den Scheinwerferlichtern sah ich einen alten Schuppen in der Nähe also etwas rechts vom Pfad. Vater Allred hat mir erklärt, er würde eher einen Exorzismus weg von dem Haus ausführen wollen,
Aber die Martins haben darauf bestanden, dass Amy in dem Haus bleiben muss. Er beschwerte sich darüber, dass er die Familie gegenwärtig haben muss, während er das macht. Das macht es nur schwierig, um mit dem Exorzisten und mit dem Exorzismus voranzugehen und mit den Elementen, die für der Ritus braucht. Da das nicht sehr sanft aussieht. Okay, exorzistieren wir das Haus. Ah, da war das Viech. Weg, Viech. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Hahaha. Da war ein Speichersymbol, Leute. Ich habe einen Schlüssel. Ich werde die Weltherrschaft annehmen. Ich werde den Dämon exorzieren. Wie episch ist das Spiel denn? Dass man wirklich in so einem Kuddelmuddelspiel hier sterben kann, ey. Großartig. Ich werde so untergehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Felder ich gegangen bin. Aber hier ist wieder der Friedhof. Da waren wir ja schon. Ist der in der Nähe vom Haus? Der war in der Nähe vom Haus, ne? One eternity later. Das Haus. Da drin war das wieder. Alter. Ist das ein Teppich? Mr. und Mrs. Martin haben uns begrüßt an der Eingangstür. Mr. Martin hat uns nach unten gebracht in den Keller. Er hat erklärt, dass Amy unten war in Fesseln. Ich habe mit ihm mitgefühlt. Da war Schuld und Schande in seiner Stimme. Oder Scham. Scham heißt das Wort. Amy war genau hinten, ganz hinten, auf dem Dachboden, in einem Stuhl gefesselt. Absolut ruhig. Sie hat uns angestarrt. Es ist schwer zu beschreiben, wie der Gesichtsausdruck von ihr aussah. Es war nicht die Art von Gesichtsausdruck, die ein Kind dir geben würde. Das ist ein Bild. Kann ich das? Ja. Blub, 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 blub. Oh. Dachboden oder Keller? Erstmal geradeaus. Hier ist bestimmt auch was, ne? Wenn das so leuchtet. Blub, 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 blub. Oh, ein Bild. Wie hübsch. Hier? Nix. Hier geht's runter oder rauf, wer weiß. Erstmal gucke ich mir das Erdgeschoss an. Entschwinde! Ah, die Uhr ist bestimmt falsch. Der Sessel ist dämonisch. Nein. Okay. Der Teil vom Bett oder so. Liebe Amy, danke, dass du geschrieben hast. Es hat wirklich meinen Tag besser gemacht, dass ich von dir gehört habe. In deinem Brief hast du gefragt, was das Seltsamste ist, was ich in einer meiner Gemeinden gesehen habe, als ich missioniert habe. Die Gegend, wo wir arbeiten, hat eine ganze Menge Menschen, die Quimbabwa praktizieren. Das ist wahrscheinlich etwas, was du am ehesten nennen würdest, eine heidnische Religion. Es ist eine Art Mischung von katholischer und afrikanischer Religion. Einer der Heiligen, den die hier anbeten, ist San La Muerte oder Saint Death, der heilige Tod. Genau, Mietz. Gestern haben wir mit einem Jungen geredet, um die 15 etwa. Als wir ihn gefragt haben, wenn er jemals gebetet hat, hat er gesagt, nein. Aber ich habe gebetet zu San La Muerte. Er hat uns, Mieze, er hat uns von einer Zeit erzählt, als er geblieben ist. Er hat uns von einem Mal erzählt, als er bei seinem Cousin geblieben ist, und nach ihm ging es in etwa so, dass die beiden gebetet haben zu manchen Narben? Nein, Figuren von, nicht Fischers. Zu manchen Figuren von San La Muerte, und die Figuren haben Dinge gemacht in dem Haus, dass sich etwas bewegt. Er wurde richtig ruhig und hat ängstlich ausgesehen danach. Wir haben ihm gesagt, dass er zu unserem Gott, zu dem christlichen Gott beten kann und dass Gott ihm nicht Angst machen würde, so wie es San La Muerte macht. Wir haben ihn eingeladen in die Kirche, aber er ist nie gekommen bis jetzt. Ich muss diesen Brief leider jetzt so beenden und zurück zur Arbeit. Ich sehe dich in 4 Monaten. Leichen! Waschmaschinengeister.
Da gab es in Exorcist VR einen Raum, der genauso aussah wie das hier. Mit den Mannequins. Das war in dem Kapitel, wo ich auch auf dem Dachboden den Exorzismus gemacht habe. Das war furchtbar. Boah, war das furchtbar. Hier ist ein Zettel. Amys Eltern konnten nicht aushalten, mit anzusehen, die Abläufe von dem Ritus. Das haben sie zumindest nicht lange ausgehalten. Mrs. Martin ist hysterisch geworden und das Ding, was in Amy war, hat von Angst sich ernähren wollen. Vater Allred hat mich gefragt, ob ich die Martins nach oben nehmen kann, aber ich war physisch sehr ausgelaugt aber ich habe es irgendwie hingekriegt, die beiden nach oben zu bekommen in die Küche. Amy hat geschrien, Mutter, Mutter, die ganze Zeit. Endlich habe ich die beiden dazu gebracht, dass sie sich dass sie sich setzen mit mir an den Küchentisch. Nach ein paar Minuten haben wir nicht mehr so viel von unten gehört. So bin ich nach unten gegangen, um nachzuschauen. Ich habe Father Allred liegend auf dem Rücken gesehen, bewusstlos, mit seinen Armen ausgebreitet in die Weite. Amy war nicht in dem Stuhl. Oh, oh, okay. Umgedrehtes Kreuz, ich sehe schon, was passiert. Speichern, okay. Ich bin in dem Zimmer. Alter, Alter! Ich kann nichts machen. She is here. Okay. Zettel. Ich denke, es war nur einer, der gedacht hat, nachzuschauen im Dachboden. Als ich nach oben gegangen bin, war es eiskalt. Ich war der Einzige, der gedacht hat, an den Dachboden zu schauen. Es war eiskalt. Ich habe Amy stehend hinten im Dachboden gefunden. Sie hat genau mich angeschaut, als wäre es genauso, als sie das erste Mal gemacht hat, als wir uns unten getroffen haben. Wir haben kurz gesprochen, obwohl es frustrierend war, mit ihr zu reden oder mit es zu reden, mit ihm. Ich habe ein bisschen Verstellen von dem Dämon wahrgenommen. Während unserer Konversation hat sie den Vornamen meiner Mutter genannt. Und in anderen Sequenzen hat sie perfektes Latein geredet, was ich natürlich als Pfarrer kann. Ich habe sie um Hilfe gebeten für die anderen. Nein, ich habe die anderen um Hilfe gebeten unten, haha. Aber niemand kam, also habe ich mein Kruzifix gehoben und habe den Ritus neu begonnen. So, in etwa. Boah, das Spiel ist so furchtbar, furchtbar, furchtbar. Was bist du da oben? So eine Alraune? Blablabla. Bob muss stationiert sein irgendwo im Mittleren Osten, denn er hat diese komische Puppe für Amys Geburtstag geschickt. Ich frage Amish das nächste Mal, wenn ich im Bücherclub bin. Sie sieht aus, als könnte sie von da drüben sein. Von da drüben. Amy sah nicht sehr aufgeregt aus, als sie die Puppe sah. Ich denke, sie hätte sich lieber über ein Telefon gefreut. Vielleicht aber auch vielleicht war es aber auch, dass sie sich über eine Babypuppe irgendwie selbstbewusster gefühlt hat, dadurch, dass sie in einer Klinik gearbeitet hat. What? Okay. Nimm das. What? 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 Ich gehe nie wieder baden. Bah. Ich werde ab jetzt nur noch duschen. Nimm das. Und jenes. Alter. Okay, man muss offensichtlich eine richtige Richtung rausfinden. Ich gehe mal in den Keller, weil Keller war irgendwann mal wichtig. Oder nein, ich war doch im Keller. Was auch immer. War ich hier? Ja, hier war ich. Ah, jetzt bin ich auf dem Dachboden. Will ich auf dem Dachboden bleiben? Den Raum hier unten hatte ich noch nicht, ne? Alter. Kommt das Mistviech wieder. Man muss den richtigen finden? Ja. Man hat nicht ewig Zeit. Mortis. Mortis. Hier. Ah!
Das ist neu. Alter, Alter. Ah, der richtige. Und nun, was ist das Spielzeug, was ich austreiben muss? Gibt's hier nichts auszutreiben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas hier ist dämonisch. Hier ist nichts Dämonisches? Ich glaub's doch selber nicht, Dämon. Der kommt gleich bestimmt wieder, weil ich so langsam bin. Na, dann muss ich ja runtergehen. Dann gehen wir runter. Ah! Man hat gerade genug Zeit, in alle Richtungen zu gehen, okay? Was war eigentlich mit dir hier? Alter! Mistviech. Mortis. Kann ich hier runter? Ich gehe mal hier runter. I can see you too. Das Viech droht mir. Da war hinten eben was. Irgendwas unten. Dämon, entschwinde! So. Hier links, da ging's eben, da lag da irgendwas. Da war nicht immer das, was da jetzt liegt. Und da war nicht immer dieses scheiß Puppending. Mein Auge! Ich sag immer irgendwas rückwärts dann als Dämon, ne? Was muss ich denn tun? Yes! Ich höre oben eine Tür, die sich geöffnet hat. Muss ich nur noch bis dahin überleben. Kann man speichern in dem Spiel manuell? Kann man nicht speichern. Wo hat sich eine Tür geöffnet? Da hat sich eine Tür geöffnet. Dann kann man noch ein Stockwerk höher. Yes. Karen. Die Kirche könnte dich anrufen in wenigen Tagen, um dir zu sagen, dass ihre Version von dem, was mir passiert ist. Ich will, dass du es von mir zuerst hörst. Vor einem Jahr war ich involviert in einen Exorzismus von Amy Martin. Was Sie gesagt haben in den Papieren darüber, was passiert ist, ist nicht wahr. Sie, mein vorgesetzter Vater, mit, als ich sie konfrontiert habe, damit hat sie hat es gerade so geschafft, sie hat es so geschafft, dass sie die Stromkabel in dem Haus durchtrennt hat und ihre eigenen Eltern mit deren eigenen. Ich muss zurückgehen zu dem Haus. Die Albträume, die ich habe, die sind echt. Sie ist immer noch da, sie wartet auf mich. Ich kann ihr immer noch helfen. Wenn ich nicht wiederkomme, wisse, dass ich dich liebe und dass es mir leid tut. John. Alrighty. Okay. Klassiker. Ich hasse euch Leute, die das Spiel gemacht haben, echt. Speicherpunkt. Mein Gott, was ist mit dir passiert? Findest du mein Gesicht hübsch? Ich werde beenden, was ich begonnen habe. Sie ist mein Priester. Nimm das. Das ist ja noch nicht so schwer, ne? Ah, was bist du denn? Oh oh. Ich glaube nicht, dass ich will, dass du mich berührst. Kannst du aus meinem Weg gehen? Hilfe! Ah, so funktioniert's. Alter, was für coole Animationen für so ein Spiel. Igitt. Brenne! Ah, guck mal, das ist so wie eben. Ah!
Mortis. Mortis. Ach, da sitzt es. Ja. Renne. Welcher denn? Ah! Vor! Mortis. Mortis. Animationen sind der Hammer, ne? Hättest du das in so einem Spiel erwartet, Micha? Ich nicht. Ah, rum. Ah, die kommen immer von der anderen Seite, als die wirken. Das heißt, jetzt kommt er von unten, ne? Genau. Hahaha. Du kannst mir gar nichts, du Dämon. Jetzt kommst du von da, wusste ich's. Ha, bam. Kannst doch nichts. Ich habe lange genug studiert. Kenn alle deine Tricks. Alle Tricks. Das wird, ne? Mein Gott, dauert das lange. Was passiert? Ach, du kannst im Pentagramm nur gehen. Nein, nicht nur im Pentagramm. Du kannst mich vor allen Dingen fertig machen. Was bist du denn für ein Dämon, Alter? So was ist mir in 7 Jahren Studium nicht untergekommen hier. Ich weiß, ich muss dem ausweichen, bis er in der Ecke ist, ne? Und dann muss ich weggehen. Nur wohin? Wie kriege ich raus? Ach, das sind die Linien, ne? Du musst da abbiegen. Ich habe gesagt, du musst nie. Du musst da abbiegen. Die ist nicht abgebogen. Aber ich werde hier morgen noch sitzen, ey. What? Mortis. Du kannst keine gerade Linie gehen. Mortis. Diagonal. Mortis. Mistvieh. Ich bin jetzt ungefähr gefühlt 40.000 Mal gegen die angetreten. Jetzt weiß ich aber, dass sie immer die gleichen Bewegungsabläufe hat. Das macht zumindest sowas Ähnliches wie fair. Nein, du solltest diagonal gehen. Du bist viel zu schnell wieder losgegangen. Ich meine, ihre Bewegungsabläufe jetzt auswendig zu kennen. Nein, tue ich nicht. Ah, so weit war ich, glaube ich, noch nie. Jetzt weiß ich auch, warum ich nie so weit war, weil das ist unschaffbar, das Spiel. What? Das ist ja schwerer als zweites Examen hier. Mann, Mann, Mann. Verdammter Dämon! Bleib einfach immer auf der Linie stehen. Ich glaube, das ist das Beste. Das ist echt das Beste. Das ist das Beste, was du machen kannst, ist auf der scheiß Linie stehen bleiben. Das ist das Beste. Yes! Bleib einfach auf der Linie stehen. Haben sie mir im zweiten Examen nicht gesagt, aber sie nicht. Stirb, vernichte. Entschwinde, Dämon aus der Hölle. Yes! Rausgeschleudert. Und so macht das ein Lutheraner. Ich würde mal sagen, Exorzismus gut gelaufen, zurück zum Auto, Sachen packen, nach Hause fahren, alles ist gut. Ja.
Nach einem harten Tag auf der Arbeit gehe ich wieder zurück nach Hause. Wer hat hier Kill spiegelverkehrt hingeschrieben? Warum liegt hier die Flinte? Ein Gewehr mit einer Pistole. Ja, ein Gewehr mit einer Pistole, genau. Ein Gewehr mit einer Kugel. Gehen wir mal zum Auto in der Hoffnung, dass wir es bis dahin überleben, ne? Die Bäume sehen anders aus. Sieht aus, als würde ich rauchen. Ich rauche nicht. Ich bin überzeugter Nichtraucher. So, nach einem harten Tag der Arbeit gehe ich mit meinem neu gewonnenen Gewehr zurück, setz mich hin, trinke ein Käffchen, guck die Tagesschau oder den Tatort. Würde ich nie tun. Ich gucke ja Netflix und Serien, die ich nicht gucken sollte. Streichel die Katze. Vielleicht fütter ich sie auch. Klar. Suffer du, Alter! What? Ich werde das vom Herrn sagen. Er ist meine Zuflucht und meine Stärke. Mein Gott, in ihn werde ich glauben. Ach, das ist Psalm, ne? Das ist großartig mit der Stimme. Der Herr ist meine Zuflucht. Ich habe meine Liebe auf ihn geschickt. Deswegen wird er mich erlösen. Ich werde ihn rufen und er wird mir antworten. Er wird mit mir in Finsternis sein. Er wird mich erlösen und ehren. Sag ich auch mal, wenn ich ausfahre. Nein. Ich kann nicht erklären, was in dem Haus passiert ist. Aber ich kann daran glauben, dass ich das Richtige getan habe. Game over. Ende 5 von 5. Wenn der Glaube annimmt. Egal was die anderen Enden sind, ich werde nie wieder diesen Endgegner besiegen. Also war es das von daher. Ich wünsche einen wunderschönen und gesegneten Abend. Jetzt gibt's noch das Aufschlag. Das war Faith, der erste Teil der Trilogie. Wir haben den Exorzismus nun, ich finde, mit einem sehr guten Ende bestanden. Ehrlich gesagt hat es mein Nervenkostüm kaum ausgehalten, das zweite, dritte und vierte Ende und fünfte Ende zu spielen. Deswegen geben wir uns mit dem einfach mal zufrieden, was wir hatten. Ich habe persönlich als evangelisch-lutherischer Pfarrer ein anderes Verständnis von Exorzismus, als es das Spiel widerspiegelt und als es, auch die katholische Kirche hat ein anderes Verständnis, als das Spiel widerspiegelt. Aber ihr kennt sicherlich diese Filme aus der Exorzist-Reihe oder der Exorzismus von Emily Rose oder, weiß nicht, wenn mal irgendwelche fiesen kleinen Katzen von Dämonen besessen werden und alle so etwas. Das ist natürlich auch nicht unbedingt das, was die katholische Kirche meint. Aber es gibt römisch-katholisch immer noch, vor allen Dingen in Latein- und Südamerika, viele, viele Menschen, die Exorzismen täglich im Prinzip vornehmen. Also die Menschen Dämonen austreiben. Nicht nur John Constantine, der Hellblazer aus dem gleichnamigen Film mit Keanu Reeves, der ziemlich gut war. Ein bisschen Popcorn-mäßig, aber gut. Ich habe schon mal sowas Ähnliches im Prinzip wie ein Exorzismus gemacht in der Seelsorge. Nämlich, dass ein Mensch zu mir kam, der meinte, dass er Stimmen von Dämonen hört. Und gemeinsam haben wir gebetet und diese Dämonen sind dann in seinen Gedanken und durch unser Gebet im Grunde ja eingesperrt worden, verbannt worden aus seinem Geist, sodass diese Stimmen ihn nicht mehr gestört haben. Zumindest jeweils für eine Weile. Im weiteren Sinne und für mich im seelsorgerlichen Sinne ist das natürlich Exorzismus. Klar, was soll es sonst sein? Glaube ich an Dämonen auf dieser Welt in Form von, weiß nicht, das Wesen aus der Hölle in ein Wesen reinfahren können, Tier, Mensch oder was auch immer oder Baum? Glaube ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht dafür beten kann, dass Menschen das nicht geschieht. Und das kann ich ganz ehrlich und auch authentisch als Pfarrer, der interessiert daran ist, dass die Menschen einen Weg mit Gott gehen können. Ich spiele den zweiten Teil demnächst auch, wenn ich wieder ein bisschen besseren Puls habe. Versprochen. In dem Sinne, bleibt behütet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.